Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin oben bei RTL im Zimmer, habe jetzt mein Video bearbeitet. Habe auch hier oben, aufgeräumt. Es ist immer noch, ich sehe in jedem Video, dass ich dabei bin, hier oben aufzuräumen. Aber ich habe gestern, glaube ich, bis 1 Uhr nachts noch unten geputzt. Damit es immer so schön bleibt, muss ich natürlich die ganze Zeit irgendwas machen und die Wäsche und alles drum und dran. Und dass es mir so schlecht geht. Aber ich bin hier schon viel weiter gekommen. Das ganze Regal aufgeräumt. Sofa so ein bisschen, also es ist immer noch voll gekritzelt von den Kindern. Es ist mir jetzt im Augenblick so ein bisschen egal, weil ich werde es wahrscheinlich demnächst entsorgen, weil es ist auch kaputt gegangen. Man kann es gar nicht mehr rausziehen zum Schlafen und. Es ist jetzt nur als Deko. Und dann bin ich hier, hallo. Das habe ich auch alles geputzt, aber es ist noch lange nicht fertig. Und meine Familie wartet auf mich unten, weil ich die ganze Zeit nur am Arbeiten bin. Hallo meine Kinder! Oh, hallo mein Schatz! Ja, ich setze mich hin. Hi Idi. Hallo Schatz. Dir ist kalt, dann mache ich direkt das Fenster zu. Ich habe auch eine Jacke an. Willst du mal eine Jacke haben? Ja? Okay. Willst du das anprobieren? Acela sieht aus wie Mama. Und Itzi ist schon wieder warm. Oh, dabei passt das so gut zu der Hose. Guck mal. Da ist lila und grau. Lila und grau. Lila und lila. Lila und lila, genau. Hallo, hallöle. Ein neues Kapitel für heute. Ja, Celine will nicht laufen. Acela muss sie tragen. Ich sage keine Zeit nein, aber sie macht das freiwillig. Nur werde ich gleich dafür sorgen, dass das nicht der Fall sein wird. Itzi ist dabei, ich bin dabei. Acela lässt sich runter, Schatz. Und werden uns jetzt mal in der Landschaft ein Lagerfeuer machen. Hier darf man das wahrscheinlich auch, weil hier ganz viele Leute sind, die das auch machen. Und werden Marshmallows, Rindswürstchen und Hähnchenschenkel grillen. Wo? Hier. Celine Maus, lauf doch mal ein bisschen. Das ist nicht so weit, wo wir hingehen. Celine, schaffst du hier runter zu gehen? Ja. Ohne runterzufallen, gib mir die Hand. So, genau. Den letzten Mal. Acela, du musst dich beeilen, weil ich Baby die ganze Zeit tragen muss und sie ist mir ein bisschen schwer. Hat sich Aua gemacht? Guck, Papa, da Glasscherbe. Ja, okay. Macht nix. Total auf die Brennnessel achten, ja? Aber wir haben Hosen an. Nein, die sind gut. Giselle, Acela, guck mal, links, rechts, das sind alles Brennnessel. Echt? Ja, Vorsicht, Acela, vor dir. Nein, nein. Los, durch. Ich kann mich ja auch gucken. Ja. Acela, Giselle, Vorsicht, dein Kopf und dein Gesicht. Ja. Hallo, also ich habe mir das Feuermachen leichter vorgestellt, dann kam es mir eine Zeit lang doch schwieriger vor und irgendwann habe ich es dann doch geschafft mit ganz trockene Zunder ähnliche Holzstücken Feuer zu machen. Nur ist das Feuer jetzt total komisch geworden. Zeige ich euch warum. Hier unten brennt einfach gar nichts und oben in der Mitte ist das Feuer jetzt, aber es zündet sich nach und nach, denke ich, von allen Seiten an. Keine grüne Sachen, Schatz. Oh. Keine grünen Sachen. Die brennen erstens nicht und zweitens macht man das nicht mit grünen Sachen. Ja, das brennt jetzt so nach unten, wird wahrscheinlich auch irgendwann in sich zusammensacken. Habe ich noch nie gemacht, so Feuer, aber man sieht, dass alles möglich ist. Ich habe gedacht, ich zeige den Kindern mal was anderes. Und ich habe Astschere dabei, habe Hähnchenflügel gekauft, ne, Schenkel. Dann habe ich Marshmallows gekauft und Mais. Die kommen alle an Stock dran. Und Rindswürstchen habe ich auch dabei. Tada! Mal sehen, wie die Kinder das weiterhin aufnehmen werden. Die sind gerade, zeige ich euch mal, ziemlich gut beschäftigt. Celine rennt immer hin und her.
Ins Wasser wollten die rein, aber dann doch nicht. Und ja, klappt ganz gut. Sie traut sich gerade mal ein bisschen. Acelia ist gut unterwegs mit... Schatzi! Keine grüne Äste! Ich habe einen ohne Grün. Genau, Schatz. Nur trockene Sachen bitte. Und einfach drauf. Jetzt sind wir da. Ich habe Marshmallows. Papa hat mir Marshmallows gemacht. Ja, lecker. Macht da Würstchen. Mais. Und die spielen an See. Nochmal machen. Ich glaube, Mais nehmen wir wieder mit. Das wird schwierig. Mhm. Ja, Schatz? Ist das nass? Das macht nichts, Schatz. Das macht nichts. Das macht nichts. Aber Ja. habe ich nur so bei dem Feuerseil geguckt? Ja, geh nicht so nah dran. Da kannst du dich hinsetzen, auf das Holz. Hallo, so ist mein erstes stockgegrillte Wurst. So sieht die aus. Ich finde, die ist echt gut gelungen. Ketchup und Brot, Baguette habe ich da. Könnte ich verfeinern, aber ich werde es mal so probieren, wie es schmeckt. Ich habe das mal so ins Feuer etwas näher gehalten mit der Hand, weil die, so wie die jetzt hier hängen, einfach länger dauern. Und so lange kann ich nicht warten. Ja. Und die Kinder sind fleißig am Marshmallows grillen. Sag mal, hallo meine Lieben. Hallo meine Lieben. Selin ist natürlich nass, hat Spaß am Wasser, aber das ist auch schon okay. Gell? Anfang. Gell? Anfang. Die Kinder haben wirklich sehr gut gespielt. Selin war auf dem Wasser, sieht man glaube ich. Aber kein einziges Mal sich beschwert, geweint. Also die Kinder haben wirklich richtig toll Spaß gehabt. Und Vorsicht, da kommen wieder ganz heftige Wellen wegen dem Boot. Ich zeige euch mal, wie ich hier meine Marshmallows mache. Zack. Schnell drehen, weil das verbrennt so schnell, wenn man direkt ins Feuer hält. So. Dann zeige ich euch mal, wie man das am besten isst. So, das sieht schon mal wirklich fabelhaft aus. Vorsicht, Wellen! So, wenn das jetzt so wie jetzt ein bisschen abgekühlt ist, einfach mal. Na, so. Vorsicht, Wellen! So, einfach die erste Schicht abziehen. Dann bleibt sowas übrig. Und dann einfach nochmal reinhalten. Genau. Und da kann man auch nochmal die erste Schicht einfach abziehen. Und fertig. Und dann wieder von vorne. Papa, ich mag meine Hände waschen. Ja, da ist doch Wasch im Rhein, Schatz. Ja. Ja, klar. Wasch. Das habe ich sogar auch So, gemacht. Pacelia. Voll, mein Schatz. Papa, Ja? Du willst du deine Hände waschen? Dann geh waschen, mein Schatz. aber warte, was ist das? Das ist ein Auto wohl. Ja, dann gehen wir mal. Sieht man nicht. Auch nicht. Gehen wir mal wieder raus. Den Haufen, den ihr ganz am Anfang gesehen habt, ist jetzt wirklich zu dem hier geschrumpft. Da mache ich jetzt mit dieser Pepsi-Flasche Wasser vom Rhein und mache das dann aus. Und dann geht es ab nach Hause. Die Kinder hatten Spaß. Es war wirklich schön. Und da kommt Die sind noch alle geschwommen. Also wir haben das Feuer ausgemacht, falls man es sieht. Da brennt nichts mehr. Und haben natürlich auch wieder sauber hinterlassen, dass wir wieder hierher kommen können. Durch den schmalen Weg, das ist alles links, rechts Brennnessel. Und die Kinder haben nackte Beine. Ja, die Kunst wird jetzt Baby zu tragen und nicht an Brennnessel dran zu kommen. Die Selin kuschelt mich schon an. Weiß nicht, ob sie schon müde wird. Was soll ich machen, Schatz? Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich kann nur deinen Chips halten. Du kannst dann deinen zumachen. Hier, gib her. Super, Kinder. Wir haben es geschafft. Yeah! So, kommt, Schatzis. Wir haben
dieses Geräusch? Das sind, ach, wie heißt es? Grashüpfer. Ja, meine Lieben, ja, was soll ich sagen? Ich habe die ganze Zeit nicht gedreht, denn es ging mir überhaupt nicht gut. Ich habe die ganze Zeit Bauchschmerzen und Wehen und ein bisschen depressives Verhalten deswegen. Denn das Baby hätte ich schon längst erwartet und es ist immer noch nicht da. Und es ist immer noch alles nicht fertig und. Es geht mir auch eine Sache nicht aus dem Kopf, und zwar das Zimmer von der Isel. Sie möchte nämlich auch, dass ihr Zimmer verschönert wird, und da habe ich gerade sowas ausgedruckt. Dazwischen, also das sind von Ikea, so ein System, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, irgendwie mit S. In die Mitte soll der Schreibtisch von der Arcelia jetzt reinkommen. Und die Arcelia bekommt in 2 Wochen einen neuen, einen von Paidi. Ihre Schule fängt jetzt an, aber das macht ja nichts. Also ich denke mal nicht, dass sie gleich da unbedingt anfangen muss, an ihren Schreibtisch zu sitzen. Bei den ersten Malen wird sie wahrscheinlich sowieso bei uns irgendwo sein. Ja, Baby John ist immer noch nicht da. Wie gesagt, es ist einfach unglaublich und mir ging es heute deshalb nicht so gut. Ich glaube, das kann sich jede Frau vorstellen, die so am Ende der Schwangerschaft es kaum noch erwarten kann, das Baby zu haben. So geht es mir nämlich genauso, und ja. Obwohl ich eigentlich froh sein müsste, weil ich bin immer noch nicht fertig, aber ich habe dazu so wirklich richtig Schmerzen im Bauch gehabt. Wahrscheinlich kommt es von der Niere. Ja, aber nicht hoch genug, um es einzuleiten. Also da will ich schon, dass das Baby von alleine kommt, und ich möchte da nicht so eingreifen. Ja, auf jeden Fall, ja, was hält ihr davon? Habt ihr Erfahrung mit diesen Möbeln? Weil früher fand ich die überhaupt nicht gut. Also hat mich überhaupt nicht angesprochen, aber jetzt, wo ich merke, ich brauche einfach auch Stauraum, ist es für die Preisklasse sehr gut, und ich möchte jetzt auch nicht, ja, ich muss sagen, die Sachen von Segmüller, manche, die nicht so teuer waren, die gehen alle total kaputt, und die von Ikea halten da wirklich besser, es sei denn, man hat vielleicht jetzt 2.000, 3.000 Euro für ein Kinderzimmer auszugeben, aber in einer Mietswohnung hat das einfach keinen Sinn, weil wir auf jeden Fall irgendwann ausziehen müssen. Deshalb muss es bei Ikea bleiben, und ich finde es trotzdem sehr gut. Also ich habe mir jetzt selber ja zum Geburtstag habe ich ja auch einen Schreibtisch von Ikea bekommen. Der steht noch verpackt. Ja, meine Lieben, was ist das? Achso, von das. Ja, ich werde langsam ein bisschen hier schön fertig, aber eigentlich nicht. Gute Nacht. Celine, fährst du eine neue Puppe durch die Gegend? Nein, Schokolade.